Kontoeröffnung für Non-Residents in Dubai, also für jemanden, der nicht in Dubai wohnt, der keine Emirates-ID hat. Ist das möglich? Ist das nicht möglich? Dazu will ich dir mehr in diesem Video erzählen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Dubai ist mit Sicherheit eines der beliebtesten Auswanderungsländer unserer Mandanten. Wir bieten dir das volle Dienstleistungsspektrum rund um deinen Umzug nach Dubai an. Wir können für dich dort eine Firma besorgen. Wir können dir verschiedene Visa beschaffen. Wir helfen dir bei der Wohnungssuche, mit der richtigen Schule für deine Kinder. Natürlich auch mit Kontoeröffnung. Wir haben ein kompetentes Team in Dubai. Wir können dich natürlich auch bei allen Aspekten rund um den Wegzug aus Deutschland dann beraten. Also Themen wie Wegzugsbesteuerung, erweiterte beschränkte Steuerpflicht, Steuer auf Krypto, Entstrickung etc. pp. Also wenn du nach Dubai willst oder wenn du in Dubai einen Plan B etablieren willst, um dich gegen die Risiken in Deutschland, in Europa abzusichern, wir sind deine Ansprechpartner. Meine Schwägerin Sabrina kümmert sich um alle Belange unserer Mandanten in Dubai und ist dann dein direkter Draht. Sie ist Deutsche und sie organisiert dann alles on the ground, wie man so schön sagt, mit unserem Team in Dubai. Also, wenn du Unterstützung brauchst beim Umzug nach Dubai, bei der Firmengründung in Dubai oder eben um in Dubai einen Plan B zu etablieren und zum Beispiel einen Aufenthaltstitel zu bekommen, dann meld dich bei uns. Wir haben ein einfaches Formular auf unserer Webseite. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Dann wird sich unser Team und Sabrina gerne bei dir melden. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema. Viele sind ja daran interessiert, in Dubai ein Konto zu eröffnen. Warum, ist ja völlig klar. Man macht sich Sorgen um den Euroraum, um die Eurobanken. Da gibt es ja so Dinge wie das SAG-Gesetz. Da kann man möglicherweise enteignet werden, wenn die Banken pleite gehen. Es gibt ein europäisches Kontenregister ab 2029. Möglicherweise kommt der digitale Euro. Vielleicht kommt auch noch mal irgendwann ein Finanzcrash. Die Europäische Zentralbank ist einem als Institution sehr suspekt, denn sie ist nicht sehr demokratisch organisiert. Es gibt also viele Gründe, warum man gerne ein Konto außerhalb der EU haben möchte. Je weiter weg, desto besser. Das sagen sich sicherlich viele. So mancher geht ja auch gerne in die Schweiz. Dort gibt es sicherlich auch fantastische Banken. Aber mit dem neuen Vertragspaket EU-Schweiz, wo es dann um die neuen bilateralen Verträge geht, unterwirft sich ja die Schweiz dann auch dem EU-Diktat. Der Schweizer Bürger entmündigt sich selbst, der Europäische Gerichtshof tritt dann an seine Stelle und hat im Grunde genommen das letzte Sagen in der Schweiz, möglicherweise, wenn das alles so durchkommt, wie es die EU möchte. Und da will man natürlich dann auch vielleicht nicht mehr sein Geld haben. Es gibt natürlich viele interessante Banking-Standorte. Wir reden ja hier oft über Singapur und zum Beispiel auch die Vereinigten Staaten. Aber natürlich auch Dubai ist interessant, denn Dubai ist eben ein wichtiger Finanzstandort. Dubai ist weit weg, aber dennoch ist natürlich ein Standort, der gut reguliert ist, wo man davon ausgehen kann, dass dein Geld sicher ist. Und natürlich ein Standort, wo auch immer mehr ausländische Banken, gerade auch zum Beispiel Schweizer Banken, einen Standort eröffnen, um dort vor Ort präsent zu sein. Wenn man selbst in Dubai wohnt, dann ist ja die Kontoeröffnung mehr oder weniger ein Klacks. Man hat dann die Emirates-ID, also es ist so eine Art Plastik-Personalausweis im Scheckkartenformat. Die bekommt man, wenn man einen Aufenthaltstitel in Dubai hat. Die braucht man, die ist extrem wichtig im alltäglichen Leben. Dann kannst du da zur Bank gehen und ein Konto eröffnen. Ganz einfach. Jetzt haben wir natürlich die Frage, was ist, wenn man keine Emirates-ID hat, wenn man also keinen Wohnsitz in Dubai hat, wenn man kein Visum hat, keinen Aufenthaltstitel, kann man dann auch ein Konto eröffnen in Dubai. In vielen Ländern, wie zum Beispiel der Schweiz oder auch Singapur, ist dies ja ohne weiteres möglich. Ebenso zum Beispiel in Liechtenstein geht das auch in Dubai. Wenn man online danach sucht, dann findet man alle möglichen widersprüchlichen Informationen. Die einen sagen, es geht, die anderen, sie sagen, es geht nicht. Andere wiederum sagen, es steht zwar überall, dass es geht. Wenn man dann aber in die Bank hineinmarschiert und ein Konto eröffnen will, dann weist einen die Bank tatsächlich ab. Was also stimmt nun? Ganz davon abgesehen gibt es dann wiederum Dienstleister in Dubai, die bieten einem eine solche Kontoeröffnung an. Zum Teil für saftige Preise, da werden zum Teil Tausende von Euro abgerufen. Wenn man dann mit den Dienstleistern spricht und sagt, naja, jetzt nimmst du da einige Tausend für diese Kontoeröffnung, ist das wirklich so kompliziert? Da hört man dann auch hin und wieder mal ganz wilde Geschichten, so von wegen, naja, ein Großteil dieser Fee, die du mir gibst für die Kontoeröffnung, die muss ich dem Banker geben, sozusagen als Schmiergeld. So funktioniert das in Dubai. Ansonsten klappt das mit der Kontoeröffnung nicht. Also
Alles klingt ein bisschen shady, ein bisschen unseriös und man fragt sich, was ist nun eigentlich die Realität? Nun, ich kann dir Folgendes sagen. Ich war letzte Woche in Dubai. Dort hatten wir unser Seminar Auswandern nach Dubai. Wir hatten das gleiche Seminar schon vor einem halben Jahr in Dubai und wir haben letzte Woche und vor einem halben Jahr hier problemlos Konten gemeinsam mit Mandanten eröffnet. Wir nehmen dafür keine extra Gebühr, wenn du an dem Seminar teilnimmst. Dann eröffnen wir das Konto für dich. Sabrina geht mit den Mandanten in die Bank rein. Wir haben bei den Banken Kontakte und dann kannst du dort ein Konto eröffnen. Das funktioniert eigentlich relativ problemlos. Und wenn ich sage problemlos, dann musst du wissen, dass jede Kontoeröffnung heute mit relativ viel Compliance verbunden ist. Ja, die wollen einen Lebenslauf von dir, die wollen natürlich einen Adressnachweis, die wollen Ausweisdokumente etc. pp. Also da muss man schon ein bisschen Papier hier ausfüllen, da muss man schon ein paar Formulare der Bank aushändigen. Also einfach würde ich das nicht bezeichnen, aber wenn man das nun macht, wenn man die Unterlagen einreicht, dann bekommt man das Konto. Das ist das, was ich meine. Keinesfalls ist es hier nötig, dass man einen Banker schmiert. Das würde ich niemals machen. Ich würde dir auch empfehlen, es niemals zu tun. Damit machst du dich möglicherweise strafbar in Dubai. Das willst du auf keinen Fall riskieren und ein seriöser Banker wird es ohnehin nicht machen. Also die Kontoeröffnung in Dubai, wie gesagt, auch für Non-Residents absolut möglich. Alle großen Banken bieten das dort an. Du bekommst ein Konto mit mehreren Währungen. Du bekommst auch eine Karte, Mastercard oder Visa-Card. Was du nicht bekommst, ist ein Scheckbuch. Jetzt für viele ist das natürlich absolut egal, ob sie ein Scheckbuch haben oder nicht. Wenn du in Dubai selbst lebst, dann ist ein Scheckbuch manchmal relativ wichtig, denn vielfach wird die Miete noch über Scheck bezahlt. Also ein Scheckbuch bekommst du nicht als Non-Resident, aber ein Konto wirst du auf jeden Fall in Dubai bekommen. Ein Mehrfachwährungskonto, wo dir alle möglichen Währungen zur Verfügung stehen. Und wie gesagt, eine Karte hast du ebenfalls und natürlich Online-Banking. Das ist ja sowieso klar. Also wir haben letzte Woche mehrere Konten eröffnet. Wir haben vor einem halben Jahr mehrere Konten eröffnet. Das hat funktioniert. Und das berichte ich dir aus eigener Erfahrung. Wir haben das selbst gemacht. Das ist jetzt nicht nur irgendwas, was ich von irgendjemand gehört habe oder irgendwo im Internet online gelesen habe. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist Dubai jetzt überhaupt gut? Habe ich da gewisse Vorteile? Nimmt Dubai zum Beispiel am automatischen Informationsaustausch teil? Bleibt mein Konto dann vertraulich? Was sind die Vorteile, die Dubai hat im Vergleich zum Beispiel zur Schweiz oder zur Europäischen Union? Nun, vieles davon habe ich ja vorhin schon erwähnt. Dubai nimmt absolut am OECD CRS teil. Das ist der automatische Informationsaustausch. Aber der OECD CRS hat ja letztlich, was die Vertragsseite anbelangt, also die Abkommensseite, zwei verschiedene Teile. Es gibt einmal den Rahmenvertrag und jedes Land verpflichtet sich dann am OECD CRS teilzunehmen. Aber dann gibt es eben auch mit jedem einzelnen Land, mit dem Daten ausgetauscht werden, ebenfalls wiederum Verträge. Und hier haben die Vereinigten Arabischen Emirate und Deutschland zum Beispiel keine Vereinbarung. Das heißt, obwohl die VAE am Informationsaustausch grundsätzlich teilnehmen, Deutschland ja sowieso, findet kein automatischer Informationsaustausch zwischen den VAE und Deutschland statt. Wobei ich dir natürlich trotzdem immer empfehlen würde, alles, was du auf dem Konto verdienst, wenn du zum Beispiel Zinsen bekommst, dann auch entsprechend in Deutschland zu melden. Das ist ja völlig klar, du musst darauf Steuern bezahlen. Also ich würde hier niemals dir empfehlen, dass du Einkünfte, die du im Ausland hast, verschweigst. Aber du kannst davon ausgehen, dass dieses Konto momentan jedenfalls nicht gemeldet wird. Es gibt ja auch kein Doppelsteuerabkommen zwischen den VAE und Deutschland. Es gab mal eines, aber das ist mittlerweile ausgelaufen. Jetzt haben wir natürlich Mandanten, denen das nicht genug ist. Die sagen, also ich will da definitiv nicht, dass da irgendein Informationsaustausch stattfindet. Und dann kann man seinen Wohnsitz verlegen in ein Land wie zum Beispiel Serbien oder die Philippinen. Wir bieten ja beides an. Wir machen diesbezüglich auch Seminare. Wir mieten dir zum Beispiel in den Philippinen eine Wohnung, beschaffen dir dort auch ein Visum, Konto etc. pp. Eine Steuernummer, also alles, was du dann brauchst, um in Dubai zum Beispiel ein Konto zu eröffnen oder bei jeder anderen internationalen Bank. Und da weder die Philippinen noch Serbien am Informationsaustausch teilnehmen, die nehmen überhaupt nicht teil, die haben die Vereinbarung zum OECD CRS nicht unterschrieben, gibt es natürlich dann auch keinen Austausch, wenn du ein Konto in Dubai eröffnest oder in einem anderen Land, das grundsätzlich am automatischen Informationsaustausch teilnimmt.
Das haben wir jetzt tatsächlich ebenfalls probiert in Dubai. Also ein Mandant hatte eben einen Wohnsitz in Serbien, ein Deutscher, also er hat einen deutschen Pass gehabt und einen Wohnsitz in Serbien und das hat eben auch funktioniert, das Konto zu eröffnen. Mein anderer Mandant ist dann sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Er hatte sich einen Zweitpass besorgt aus Vanuatu und er hat dann das Konto nicht nur mit einem ausländischen Wohnsitz eröffnet, sondern auch mit einem ausländischen Pass. Das heißt, er ging dorthin als ein Bürger von Vanuatu und musste nicht mal den deutschen Pass zeigen, sondern hat letztlich das mit dem Pass aus Vanuatu gemacht und dann eben mit dem Wohnsitz aus Serbien. Ich bin jetzt nicht jemand unbedingt, der sich jetzt hier große Sorgen im automatischen Informationsaustausch, aber ich weiß, dass das natürlich für viele ein ganz heißes Eisen ist und man will sich hier schützen vor zu viel staatlichem Austausch. Ich kann das auch verstehen. Ich schlage eben immer die Strategie vor, dass man in einem Land wohnt, wo man dann auf ausländische Einkünfte ohnehin keine Steuer bezahlt. Dann kann ja ruhig ein Informationsaustausch stattfinden. Kann aber dann im Grunde egal sein, denn die Steuerbehörde kümmert sich ja eh nicht drum, denn die Einkünfte sind ja ohnehin steuerfrei. Aber eben, wenn du den Informationsaustausch wirklich vermeiden willst, was komplett legal ist, dann kannst du es so machen, wie ich es gerade eben hier beschrieben habe. Solltest du dann später planen, nach Dubai zum Beispiel umzuziehen oder dort eine Emirates-ID zu beschaffen, den Aufenthaltstitel in Dubai zu besorgen, vielleicht das goldene Visum, dann hilft dir das Konto schon mal auf jeden Fall. Dann kannst du zum Beispiel den Kaufpreis für die Immobilie auf dieses Konto überweisen und dann von dort letztlich die Immobilie in Dubai kaufen. Es gibt aber auch noch einen anderen interessanten Weg. Wenn du das goldene Visum in Dubai gerne haben möchtest, aber jetzt keine Immobilie kaufen willst, und das ist natürlich für viele ein Thema, denn eine Immobilie ist ja auch immer ein Klotz am Bein. Ganz davon abgesehen empfinden viele, dass die Preise in Dubai gestiegen sind zu sehr, dass es eine Bubblebildung gibt und man will jetzt in diese Blase nicht mehr investieren. Also wenn du das goldene Visum trotzdem in Dubai haben willst, dann kannst du auch einfach die 2 Millionen Dirham, die dafür notwendig sind, also ungefähr 500.000 Euro, auf das Konto bei der Bank einbezahlen und die Bank sperrt dann diesen Betrag. Dann bekommst du ebenfalls das goldene Visum. Und jetzt kommt hier ein ganz interessanter Trick. Das bieten manche Banken an. Du bekommst nämlich von der Bank dann für diese Einlage rund 4% Zinsen. So, und jetzt macht die Bank Folgendes. Die Bank behält also dieses Geld ein, das kommt auf ein Sperrkonto, dass der Betrag gesperrt ist notwendig für das goldene Visum. Die Bank gibt dir dann aber ein Darlehen für 95% des Betrages. Ja? Und auf diese 95% bezahlst du dann 2% Zinsen. Wir erinnern uns, du bekommst 4% von der Bank, also bezahlst du 2%, dann bleiben dir netto noch 2% übrig. Du kannst aber mit diesem Geld, was du dort einbezahlt hast, im Grunde genommen wieder arbeiten, hast trotzdem dein goldenes Visum, hast demnach dann auch keine Immobilie in Dubai, um die du dich kümmern musst. Und das ist natürlich für viele ein sehr attraktives Angebot. Auch dabei können wir dir natürlich helfen. Und wie gesagt, du kannst das Konto als Non-Resident eröffnen und dann später, wenn du die Emirates-ID hast, das Ganze natürlich dann auch auf ein Resident-Konto switchen, wenn dir zum Beispiel wichtig ist, dass du ein Scheckbuch bei dem Konto bekommst. Also, summa summarum, man kann sagen, Kontoeröffnung in Dubai für Non-Residents absolut möglich. Wir können dich dabei unterstützen, wie auch bei allen anderen Aspekten rund um deinen Wegzug nach Dubai oder aber, wenn du nur vorhast, in Dubai einen Plan B zu etablieren, Dubai als Plan B-Wohnsitz zu nutzen, ohne dorthin direkt auszuwandern, ist das natürlich auch etwas, wobei wir dich unterstützen können. Buche gern ein Beratungsgespräch oder fülle das Formular auf unserer Webseite aus, spezifisch zum Thema Dubai. Sabrina und ich helfen dir und deiner Familie gerne in dieser spannenden Stadt Fuß zu fassen. Eine Stadt, die mir irrsinnig gut gefällt, die, wie ich finde, auch immer zu Unrecht kritisiert wird, so als Retortenstadt und so weiter und so fort. Ich finde sie absolut genial. Natürlich, man muss dieses Urbane mögen, man muss die Großstadt mögen, das ist natürlich völlig klar. Wir waren letzte Woche übrigens auch einen Tag in Abu Dhabi. Das ist eine ganz andere Stadt, die ist sehr viel kleiner und sehr viel ruhiger, aber darüber rede ich mal in einem anderen Video. Jedenfalls, wenn dich Dubai interessiert, dann melde dich gerne bei uns. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten genau bei solchen Vorhaben zu unterstützen. Auswanderung, Steueroptimierung im Ausland, Konten im Ausland zu eröffnen, Vermögensschutz, Vermögensdiversifikation. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen.
Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.